Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Delta Airlines hat ein Problem, und zwar das Essen war von denen kontaminiert mit Schimmel, mit Modder, man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, das Cockpit hatte davon auch gegessen und es ist erst aufgefallen im Laufe des Fluges. So ist man nicht nach Amsterdam, sondern in JFK am Ende gelandet, um den Flug sicher zu beenden. Für alle anderen Passagiere auf anderen Flügen hieß das veganes Essen. Die Bundesregierung hat keine Knete mehr, zumindest nicht die Reisekasse. Und da müssen wir drüber sprechen. Weiter geht es dann mit Southwest Airlines. Die haben Probleme mit einem Investor beziehungsweise einem Fonds, der investiert. Und der ist sehr aggressiv und er möchte Southwest etwas mehr auspressen, indem man diese Bundled-Tarife, die sie ja noch haben, heißt also zum Beispiel Koffer und alles inklusive, keine Kosten für Sitzplatzwahl. Man möchte diese Kosten einführen, damit die Passagiere mehr Geld bezahlen. Spirit Airlines geht den umgekehrten Weg und möchte das, was sie als unbundled haben, wieder bundeln, um mehr Passagiere zu bekommen. Und wenn ihr hört, wie viel Geld die da ausgegeben haben dafür, in Anführungsstrichen, weil sie da keine Einnahmen mehr für haben, ihr werdet vom Glauben abfallen, es ist eine dreistellige Millionenziffer. Weiter geht es dann mit dem Thema von Lufthansa City Airlines. Die haben Stress mit Cockpit, zumindest mit der Vereinigung Cockpit, weil sie noch untarifiert sind. Und ich hatte ja mit einigen von euch viele coole Calls. Und bei den Calls war es so, dass wir, ich glaube, mit 2 oder 3 Leuten hatte ich in den letzten 2, 3 Wochen nochmal drüber gesprochen, über die Air Canada-Karte in Amerika. Und die hat jetzt eine Promotion. Leider weiß ich von 2 Leuten nicht mehr, wer es war. Ich hoffe, ihr kriegt das auf dem Wege. Deshalb habe ich das Thema auch nochmal drin. 10.000 mehr Aeroplan-Punkte, wenn man die Chase-Kreditkarte abschließt. Also auf diesem Wege, dass ihr das vielleicht jetzt dann doch macht. So wie andere auch. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auch eine Kanalmitgliedschaft zu machen. Wenn ihr Business Class und höher seid und noch nicht in der Gruppe drin seid, in der WhatsApp-Gruppe, dann solltet ihr das schnellstens ändern, denn da werde ich heute posten, was wir für Stammtisch-Themen haben in Frankfurt Anfang nächsten Monats. Denn da gehen wir zur Lufthansa für 4 Leute. Jetzt wird es endlich wahr und ich werde die Leute da mal gucken, wer sich dafür interessiert und qualifiziert. Ja. Weil ihr müsst mindestens Business-Class-Mitglied sein, um daran teilzunehmen. Ansonsten haben wir den normalen Stammtisch und ich werde auch einen vom normalen Stammtisch auslosen, der daran teilnimmt, der dann auch mitkommen kann. Aber alles zu seiner Zeit. Erst natürlich die Leute, die Kanalmitglieder sind ab Business Class. Gut, das erste Thema, was wir haben, ist die Delta Airlines. Und da ist es auf dem Flug so gewesen, der Flug war von Detroit nach Amsterdam und musste dann diverten nach New York. Das Essen war verseucht. Ich meine, wenn man sich das Essen anguckt, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht und so hässlich. Und anstatt mit dem 330er dann die 7 Stunden nach Europa zu fliegen, sind die 277 Passagiere einfach mal 2 Stunden und 30 Minuten nach der Landung in JFK gelandet. Jetzt sagt ihr, warum? Ja, man hatte ja natürlich schon die Küste von Kanada dort überschritten, aber man möchte dann lieber nach JFK zurückfliegen, weil das ein großer Delta-Hub ist, weil man die Passagiere von da aus besser wegbekommt. Und man hatte auch mit Medlink wahrscheinlich, also mit einem Dienstleister für medizinische Sachen gesprochen und gesagt, was sollte man tun. Denn auch das Cockpit hatte von den Speisen gegessen und man hat, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, erst relativ spät festgestellt, dass einige Leute da etwas bekommen haben, was halt wirklich nicht lecker war. Dass das nicht direkt aufgefallen ist, vielleicht liegt das auch daran, dass es in der Küche nicht aufgefallen ist, dass man da was hatte. Der Sprecher von Delta sagte, dass der Delta-Flug 136 von Detroit nach Amsterdam nach JFK am frühen Mittwochmorgen diverted ist. Und es wurde herausgefunden oder man hat festgestellt, dass die Piloten dort auch das In-Flight-Meal gegessen haben, was spoiled war, also was irgendwie verdorben war.
Und damit ist es so, dass man natürlich dann gelandet ist. Man hatte auch dort medizinische Betreuung, da sind Krankenwagen und so weiter vorgefahren. Jetzt sagt er, das ist aber alles sehr komisch. Naja, nun gut, man muss natürlich ehrlicherweise auch sehen, es gab bei der Condor ja den einen Fall, wo auf einmal 70 Passagiere auf dem 12-Stunden-Flug von Mauritius wirklich übelste, wie soll ich sagen, Dünnpfiff und so weiter gekriegt haben. Und das ist dann nicht unangenehm. Und wenn das über dem Atlantik passiert, dann hast du halt ein Problem. Und wenn man die CDC, also das ist das Center for Disease Control, wenn man denen vertrauen darf, und das kann man ja, die sagen, es gibt halt viele Sachen mit Food Poisoning, wie zum Beispiel Staph. Und da ist es so, dass das innerhalb von einer halben Stunde wirklich so weit gehen kann, dass man halt von diesem kontaminierten Food nicht nur Durchfall bekommt oder aber auch Krämpfe, sondern auch Übelkeit und Kozeritis. Heißt also das komplette Programm, was du als Pilot zum Beispiel nicht haben kannst. Auch wenn man ehrlich ist, ist das natürlich auf dem Flug ein relativ großes Problem, weil du kannst da halt nicht weg. Und wie wir halt auch wissen, es gab ja diesen Einflug von Emirates. Da hat ja auch ein Passagier die Leute über die Toilette angesteckt. Also insofern ist hier besser Vorsicht als Nachsicht. Ich konnte jetzt nicht feststellen, ob man im Nachhinein feststellen konnte, was an dem Essen falsch war oder was man da in irgendeiner Art und Weise verbessern oder beziehungsweise verschlimmbessert hatte. Aber es ist so, dass man jetzt als Antwort darauf gesagt hat, wir geben Tausenden von Passagieren nur noch veganes Essen, weil das Essen war okay. Und er sagte, natürlich ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme, Abundance of Caution. Und das ist natürlich so. Aber wie ist eure Meinung dazu, dass man halt jetzt hier veganes Essen gibt und dass man halt wirklich hier sagt, dass man dort ja, was Leckeres bekommt? Das Essen sieht übrigens so aus. Ist jetzt gar nicht so unappetitlich, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Sieht auch lecker aus. Also insofern kein großes Problem. Was ist euer Take davon? Was sagt ihr dazu? Ich würde mich freuen, wenn ich mal im Nachgang hören würde, was es eigentlich war, nur aus reinem Interesse. Was auch für viele Interesse hat, ist natürlich das Verhalten unserer Politiker und eure Reaktionen gestern auf gewisse Themen, die ich da wieder angeleiert habe und mal einen Lichtblick drauf gemacht habe, in den Vergleich gesetzt habe, oder vorgestern war es ja auch, dass man halt die Kurzflüge macht. Interessanterweise, Freitag gibt es ja wieder ein Spiel von der deutschen EM-Nationalmannschaft und die sind vielleicht dann auch von Politikern wieder beglückt und vielleicht fliegen sie diesmal nicht dort rein und raus. Ich weiß gar nicht, wo findet das Spiel statt? Ihr könnt es unten reinschreiben, jemand, der nicht so viel Fußball mag. Aber Bärbel Baas von der SPD informierte die Abgeordneten, dass die Bundesreisekasse leer ist und damit gibt es dann keine Flüge. Darin heißt es, sie habe in der Sitzung des Ältestenrats darüber informiert, dass die Erstattung der Kosten von Einzeldienstreisen in diesem Jahr vorgesehene Mittel finished sind. Erschöpft. Ende. Nada. Nix. Und sie bittet um Verständnis und dass in der Situation an sie gerichtete Anträge auf Einzeldienstreisen ab dem 1. Juli 2024 grundsätzlich einfach nicht mehr genehmigt sind. Ist keine Knete da. Also insofern ist das Reisefieber der Abgeordneten zu groß gewesen im ersten Halbjahr. Passt in meiner Meinung nach auch in diese ganze Themenkette rein. Und wenn man halt guckt, was da passiert, ist das natürlich so, dass damit nicht die Reisen in die Wahlkreise gemeint sind, sondern die Reisen irgendwo in der Weltgeschichte, wo man sich irgendwelche Brunnen angucken möchte oder halt irgendwelche anderen Sachen. Und es gab natürlich auch schon Einschränkungen bei Flügen im April, weil man merkte, die Knete wird alle, aber man hat da anscheinend dann nicht auf die Spaßbremse gedrückt. Und wenn man halt 4 Stunden unterwegs war, sollte es die Economy Class sein. Und alleine bis September vergangenen Jahres versüßten die Abgeordneten 3,7 Millionen. Nur damit man weiß, wie viel Geld das ist. Finde ich komisch, dass ein Land wie Deutschland dafür kein Geld hat. Aber auch hier könnt ihr eure Meinung sagen und nennen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Wir haben jetzt Riyadh Air und das ist so eine Fluggesellschaft, da freue ich mich irgendwie drauf. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Farben schön. Ich finde, also wenn man sich das anguckt, wenn man das Leitwerk sieht, einfach von einer Maschine, die da in den Farben lackiert ist und die 2025 mit einer Flotte von 787 Dreamlinern starten möchte. Die wollen eine private Business-Class-Suite haben und CEO Tony Douglas hat in dem
in dem Magazin Executive Traveler in Australien gesagt, dass er dort auch in den 350ern eine Economy Plus und eine A350 Business Class reinbringen möchte. Und diese Business Class nennt er, und jetzt haltet euch fest, dass die Mercedes-Maybach Business Class sein soll. Was viele vielleicht auch von euch nicht wissen, ist, dass die First-Class-Kabine von Emirates zum Beispiel ist ja auch von Mercedes-Benz gestaltet worden, also von dem Design-Team. Und interessanterweise, die wollen ja keine First Class haben, die wollen eine Business Class haben. Qatar Airways ist ja denselben Weg gegangen, weil sie festgestellt haben, die First Class ist bei ihnen nicht ganz so prickelnd. Und wenn man die Q-Seats sieht, ist sie auch eher näher an der First Class als an einer klassischen Business Class dran. Und wenn man sich die Entscheidung anguckt, dass man natürlich als Fluggesellschaft keine First Class anbietet, ist der Grund, weil man diesen Real Estate, also wirklich diesen Fußabdruck, den man in der Kabine für eine First Class Kabine baut, nicht für sich wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise erklären oder aber auch rechtfertigen kann. Gerechtfertigt ist auch nicht. Also insofern könnt ihr da natürlich die Meinung sehen. Und wenn man jetzt mal guckt, wie das ist, ich hatte auch irgendwo gesehen, dass die Leute gesagt haben, Riyadh Air ist trocken. Nein, da gibt's Alkohol. Also Saudi sind die Trockenen, Riyadh will da keinen Trockenen machen. Und Douglas hat natürlich gesagt, dass er dort keinen Bock hat. Und viele Airlines weltweit gehen halt diese Route, dass man halt nicht mehr eine First Class einbaut, weil es halt wirklich nicht nachhaltig ist. Und es kommt natürlich auch der Nachweis oder der Hinweis, dass das auch umweltschädlich ist. Ne? Das muss man natürlich machen. Und dann sagt er auch, need twice the real estate and by definition would not be commercially sustainable. Also das heißt, die brauchen, wie ich eben sagte, zweifache Fläche, doppelte Fläche und sind nicht nachhaltig. Hier nochmal ein Bild von einem Flieger von denen, finde ich relativ cool. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr davon haltet, von der Riyadh Air, von der Livery. Auf jeden Fall sagt er, dass er, leider gibt es davon keine Bilder, dass man in terms of premium product is a Maybach more premium than an S-Class and everybody says, of course, it's a Maybach. Also das heißt, man möchte da selbst die luxuriöse S-Klasse nicht als Maßstab nehmen, sondern die Maybach mit den Liegesitzen, mit dem verlängerten Radstand und so weiter. Ich bin mal gespannt, was es wird. Und es ist halt in seinen Augen dasselbe Chassis, die gleiche Wheelbase, was nicht so ganz stimmt, weil der Maybach hat immer die verlängerte Karosserie. Die hätte sonst, die S-Klasse gibt es auch in 2 Längen mit kurzem und langem Radstand, aber das ist ein anderes Thema. Und er sagt, dass der Maybach natürlich, und das stimmt, auf einem anderen Level dort ist, weil er einfach eine wesentlich höhere Handarbeitstiefe hat. Und das will er bei den Kabinen auch bringen. Und interessant ist auch, dass er sagt, dass er eine obsessive Aufmerksamkeit auf die Fertigung bringen möchte und das Detail der Guest Experience. Und das, finde ich, macht mich wieder wirklich da neugierig auf die Fluggesellschaft. Hier seht ihr auch, wenn ihr diesen Charme der 50er, 60er Jahre seht, von den Uniformen sehr elegant. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Und wichtig ist, dass man dort große HD Bildschirme bringt. Man bringt natürlich Wireless Wi-Fi. Aber ob das Ganze kostenlos ist, guck mal an, was er dazu sagt. All of the above. Heißt also, wenn man den Standard S-Klasse Mercedes nimmt, und da wiederholt er sich, was wir sehen werden, wird Maybach sein. Also ich kann es nicht sagen, warum er das so oft sagt und was da ist. Wenn man jetzt böse hingeht, sagt man, dass natürlich, wenn die Business Class eine Mercedes S-Klasse Maybach Edition ist, dann ist die Premium Economy mehr so eine A-Klasse. Finde ich natürlich ein bisschen gemein. Man hätte zumindest jetzt sagen können E-Klasse oder C-Klasse. Aber es ist so, dass Douglas das ablacht und sagt, naja, also wenn wir gucken auf die Premium Economy, dann ist das mehr eine Business Class Minus oder eine Economy Plus. Heißt also, es wird mehr Business Class sein als bei anderen Fluggesellschaften an der Economy Class. Und das ist genau das Problem, was viele Fluggesellschaften haben bei der Premium Economy, dass sie die Premium Economy mehr an die Economy ranbringen als an die Business Class, aber die Preise an die Business Class ranbringen. Und da bin ich mal gespannt. Also
Was da passiert, bleibt spannend. Und ihr könnt auch zu Riyadh Air eure Meinung sagen, was ihr davon haltet, was ihr von dem Produkt haltet und ob ihr da auch so gespannt seid drauf, wie ich es bin. Wir haben jetzt das Thema Southwest Airlines. Es ist natürlich eine Billigfluggesellschaft und Southwest Airlines hat jetzt das Problem, weil sie einen Investor haben. Und das ist so, dass der Chef Bob Jordan dort zwei Probleme hat. Einmal natürlich, dass die Firma von jemand anders übernommen wird und ihn in eine Ecke drängt und von allem ihn auch loswerden möchte. Er hat natürlich solche Wörter bekommen wie schlechte Führung, Strategie, die in einem modernen Airline-Umfeld nicht mehr aufgeht. Und Elliott Investment sind die dort investieren und Druck ausüben, um mehr Profit daraus zu machen. Southwest Airlines als einzige amerikanische Fluggesellschaft keine Unbundled-Produkte hat. Das heißt also, der Sitzplatz ist immer noch drin, wobei der Sitzplatz ja immer drin ist, aber nicht die Reservierung, dass sie kostenpflichtig ist. Und was auch spannend ist, ist in meinen Augen, dass dieser Sitzplatz vergeben wird nach Boarding-Reihenfolge. Das heißt also, du hast einen Boarding-Pass, aber du hast keinen Sitzplatz fest zugewiesen. Und da muss man halt den Sitzplatz sich selber suchen. Deshalb ist Southwest Airlines so ein bisschen ein Problem. Aber es gibt halt jetzt diesen Machtkampf zwischen Management und Investor. Und zwar ist es so, dass man da das Problem jetzt sieht, weil Elliott Investment sich nicht durchsetzen konnte, dass man halt wirklich für Gepäck, für den Sitzplatz und Geld nimmt, zusätzliches Geld, weil das nicht in die Southwest-Philosophie reinpasst, ist es so, dass man bei Southwest Airlines jetzt eine Art Giftfall gemacht hat. Und dieser unter Governance-Gesichtspunkten Ansatz ist natürlich ein unschöner Punkt, aber natürlich ist auch eine feindliche Übernahme, was man so dann das nennen würde, was der Investmentfonds macht, natürlich auch nicht hübsch. Und der Giftpfeil ist so, dass man da gesagt hat, wenn jetzt jemand mehr als 12,5% überschreitet, dann ist es so, dass der Plan greift, dass die neue Southwest-Aktie mit 50% Abschlag an bestehende Aktionäre bekommt. Damit wird die Aktie verwässert. Heißt also, ich gebe wieder keine Aktientipps und ich kenne mich damit auch nicht aus, dass man halt die Aktienanzahl, die dort ist, vergrößert und das Kapital aber bleibt gleich. Das heißt also, der Wert der Aktie sinkt. Das ist dann so eine sogenannte Verwässerung der Aktien. Man macht das auch klassisch, wenn man zum Beispiel neue Aktien ausgibt, dass man Aktionären, die schon investiert sind, dann Ausgleichsaktien gibt, damit sie den Value halten und damit quasi nicht kalt enteignet werden. Und das ist halt das, warum man bei Jordan kämpft, ist halt, weil er möchte, dass die Southwest Airlines Philosophie weiter bestehen bleibt, dass man dort halt wirklich nicht in irgendeiner Art und Weise sich von den ganzen Leuten weiter auspressen lässt. Ich persönlich, Southwest Airlines, weiß jetzt nicht, inwieweit die so hip sind und wie gut sie sind. Wenn ihr mit Southwest geflogen seid, könnt ihr das unten mal schreiben. Vielleicht sollte ich da mal mit Mario einen Flug machen mit Southwest. Wichtig ist an dieser Stelle Spirit Airlines. Und zwar Spirit Airlines, die sind ja auch eine Fluggesellschaft wie Frontier, die jetzt nicht unbedingt dafür stehen, dass sie kundenfreundlich sind. Die Kunden sind denen weggelaufen zu Scharen. Und man hat ja auch versucht, sich die Bude schön zu reden, indem man sie auch verkauft hat an JetBlue, ist aber leider nicht akzeptiert worden. Und daraufhin passierte dann Folgendes, weil man jetzt nach Kunden wieder suchen muss, dann ist man quasi von seiner kundenunfreundlichen Seite abgesprungen. Und zwar ist es so, dass man jetzt versucht, Kunden wiederzugewinnen, indem man diese sogenannten Junk-Fees, und ich habe es ja eben genannt, Sitzplatzreservierung, Koffer, Extragebühren und, dass man da halt die Kunden wieder gewinnt, weil sie halt wirklich Probleme haben, die Kunden zu behalten und die Kunden zu bekommen. Und interessant ist es so, dass man diese Fees weghaben möchte. Und wenn man überlegt, dass sie auch die Cancellation- und Change-Fees geändert haben. Das heißt also auch eine Fee, die man eingeführt hat, um Produkte zu diversifizieren, um zum Beispiel zu sagen, ja, du hast den Flex-Tarif, der kostet dafür 100 Euro weniger, schon 100 Euro mehr. Dafür kannst du aber das Ticket ändern. Das haben sie jetzt aber so gemacht, dass sie das jetzt nicht eingeführt haben. Sie haben es weggenommen und sie verzichten auf 150 Millionen US-Dollar. Daran seht ihr, wie schlimm es um die Fluggesellschaft stehen muss, wenn sie auf solche Gebühren verzichten. Denn 150 Millionen, das ist richtig Geld. Und wenn man schon kein Geld macht, warum machen sie das? Wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal anguckt,
was die Biden-Administration in den USA macht. Und man kann jetzt über Joe Biden sagen, was man will. Aber sie haben halt wirklich in Form von Pete Buttigieg, dem Verkehrsminister, haben sie da angefangen, wirklich diese Junk-Fees zu killen. Und man hat da jetzt gesagt, dass man natürlich mit den neuen Transparenzregeln, die man dort einführt, wirklich 1/2 Milliarde sparen kann. Ist das 1 Milliarde? Ich muss gerade gucken, sind so viele Nullen hier. Ja, das wären dann 500 Millionen. Also das heißt 1/2 Milliarde. Und eine andere Geschichte ist natürlich Spirit mit seinen à la carte Menü, das ist das, was du bezahlst, ist, was du auch bekommst. Wenn du es nicht bezahlst, kriegst du es auch nicht. Dass man da natürlich jetzt guckt, dass man diese Change-Fees los wird. Und daran seht ihr, dass die Passagiere durchaus mit ihrem Portemonnaie abstimmen und das so etwas Änderungen bringen kann. Vielleicht ist das auch ein Hinweis an uns, wenn wir halt mit gewissen Dingen bei einer Fluggesellschaft, mit der wir bevorzugt fliegen, nicht mögen, wenn wir genug Leute finden, die dann einfach diese Fluggesellschaft meiden. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Slogan, den er sagt, "Everything we are looking to do right now is to make the guest experience more seamless and give flexibility to our guests." Ist das nicht ein Schrei nach Liebe, dass man den Gästen jetzt wirklich eine reibungslose Reise geben möchte und auch Flexibilität geben möchte? Das ist auch eine Bankrotterklärung an dieses Unbundling. Und wir werden ja immer wieder wach mit Dingen, die uns aus Amerika dann in Europa beglücken. Heißt also, wenn man in Amerika die Sachen so extrem macht, dass man wirklich sagt, ja, wir haben hier das und das und das, wo man noch Geld verdienen kann. Und dann kommen die Europäer nach Jahren da drauf und machen das auch. Das machen sie bei meinen Programmen, das machen sie dann auch bei anderen Programmen, aber auch bei den Kosten. Und jetzt gehen die Amerikaner zurück, denn Frontier hat genau dasselbe auch gemacht. Und das hat Spirit wirklich gemerkt. Und für uns als Konsumenten sollte es doch halt wirklich gut sein, dass wir solche Sachen beeinflussen können. Und deshalb für mir die Fragen des Tages. Was haltet ihr von dem Unbundling bei Flugtarifen? Heißt also, wollt ihr wirklich nur das bezahlen, was ihr auch verkonsumiert? Wenn man jetzt zum Beispiel weitergeht, heißt das so, dass man, wenn man einen Stehplatz haben will, dann braucht man halt den Sitz nicht zahlen. Also, dass man wirklich für alles ein Preisschild hat oder ob alles einfach nur noch einen Einheitspreis hat und alles ist tippitoppi. Heißt also, wollt ihr lieber diese à la carte Tarife? Und dann bin ich mal auf eure Antworten gespannt, ob ihr sagt, ja, ich möchte alles bezahlen. Wenn ich halt kein Gepäck habe, dann bezahle ich halt kein Gepäck. Aber ich gebe euch 2 Sachen zu bedenken. Und zwar die eine Sache ist, als man das eingeführt hat, ist es halt so gewesen, dass man einen Leittarif, jetzt hat man einen Super-Leittarif. Also das heißt, das geht ja immer weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist ja nicht billiger geworden. Das heißt also im Prinzip, wenn man jetzt ein Ticket für 100 € hatte, und da war alles inklusive, dann hat man irgendwann gesagt, ja, also die 100 €, das ist jetzt das Ticket, wo du quasi keinen Koffer mehr dabei hast. Und dann war es auf einmal inklusive nicht mehr 100, sondern 150 €. Also man hat da wirklich, Schindluder getrieben. Vielleicht sollte man im Rahmen der Preisklarheit und Wahrheit wieder zurückkommen dazu, dass man wirklich das bezahlen muss, was man halt auch wirklich verspricht. Das wäre meiner Meinung nach die Beförderung von A nach B und den Kunden gegenüber wieder fair zu sein. Und wenn wir bei Fairness sind, dann ist das Thema Lufthansa City nicht weit. Jetzt sagt ihr, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und zwar ist das so, dass die Lufthansa City die City Airlines ablösen soll. Einige haben geschrieben, natürlich, der City-Name ist nicht ganz unbewusst genommen worden. Und der Vertraulichkeitspreis, also der Vertraulichkeitskreis, wurde von der Vereinigung Cockpit beendet. So sagt es zumindest die Lufthansa. Denn die Einflussnahme auf individuelle Mitarbeiter wird genutzt von City Airlines, um dann die Gewerkschaft zu sabotieren. Das ist deren Meinung. Ich persönlich finde es halt wirklich sehr schwierig. Denn wenn man sagt, dass dieser Scope-Klausel heißt, dass man bei Lufthansa City nicht mehr als 95 Sitzplätze in den Fliegern haben darf. Ich verstehe nicht, warum das nicht weiter dort verhandelt worden ist und rausverhandelt worden ist, dass man eine zweite Operation im Prinzip aufbaut, um die erste Operation zu töten und dann die Mitarbeiter abwirbt zu deutlich schlechteren Konditionen.
Da sollte man Leute schreiben, die mit dem Thema etwas mehr vertraut sind, ob dem wirklich so ist und ob das ist, was die Lufthansa auch sagt oder die Vereinigung Cockpit. Denn wenn man das schaut, wenn 2026 die Cityline wieder in ihre Scope-Regeln zurückfällt, dass für Lufthansa das natürlich ein Riesenproblem ist. Man kann jetzt natürlich sagen, hey, dadurch, dass das mit der ITA geklappt hat, vielleicht ein geiler Zubringer. Durchaus möglich, ich weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt, was mit den 319, 320er von der City Airlines passiert und wie lange die brauchen, bis sie quasi dasselbe Niveau haben wie die anderen. Und alle Maschinen, die halt da mehr als 95 Sitzplätze haben, und die sind halt bei der City, da ist es so, dass man natürlich bei der Cityline das halt vielleicht hätte herausverhandeln können. Ich finde das halt sehr schade, dass es mittlerweile halt wirklich nur so geht. Die Lufthansa sieht es wahrscheinlich so, dass man nur den Neustart machen kann, wenn man dort quasi nochmal Tabula Rasa macht. Ich muss einmal kurz husten, dafür entschuldige ich mich. Einmal schön abgehustet, den Button gedrückt und wieder da für euch. Ich hoffe, dass das nicht nochmal so klappt. Ich habe auch nichts zu trinken hier gehabt. Nun gut, so ist das Thema, war schon zu Ende. Aber die Con-Strategie ist halt bei Lufthansa unter Zeitdruck und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Man müsste da eine schnelle Lösung finden. Wir haben jetzt das letzte Thema und ihr merkt, ich bin wieder fast an der halben Stunde dran. Und zwar ist es so, dass die Freunde bei Chase die Chase-Kreditkarte haben, die von Aeroplan herausgeben. Und diese Aeroplan-Kreditkarte, die hat natürlich auch relativ coole Vorteile. Wenn man sich die Vorteile anguckt, ist es so, dass die natürlich bei der Karte 2 Zertifikate mitgeben, die bis zu 50.000 Punkte wert sind. Nach 4.000 Dollar Spend in 3 Monaten. Das ist jetzt nicht der Fall mehr, aber es gibt dann 3-fache Punkte auf Air Canada. Es gibt 1 Punkt auf andere Ausgaben, 500 Punkte für 2.000 Dollar, bis zu 1.500 Bonuspunkte pro Monat, die man bekommen kann. Bei Air Canada gibt es nochmal 25.000, also den 25K Elite-Status, das ist also die erste Stufe. Weiter geht das dann, dass man eine kostenlose Tasche einchecken kann und das gilt dann für 8 Leute, die mit auf der Buchung sind. Also insofern auch mal ein interessantes Programm, was man sehen kann, wenn man vielleicht sehr viel mit Air Canada fliegt. Und aus dem Call heraus, den ich hatte, wollte ich jetzt nur noch mal sagen, es gibt jetzt diese 10.000 Bonuspunkte und im Moment kriegt ihr 70.000 Punkte, nachdem ihr 3.000 Dollar ausgegeben habt in den ersten 3 Monaten. Und die Karte kostet nur 95 Dollar pro Monat. Also auch hier wieder ein super geiler Deal in meinen Augen. Ich wollte euch die Karte noch mal zeigen und das Bild suchen von der Aeroplan Card. Und da kommt es auch schon, denn die Kreditkarte selber sieht in meinen Augen auch relativ hübsch aus, die Mastercard. Warte, da geht's hin. Wenn ihr euch das anguckt, da muss man doch sagen, ja, das ist hübsch, oder? Habt ihr da eine andere Meinung? Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart, den Kanal natürlich abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und bei Sorgen, Ängsten und Nöten euch hier meldet. Und wenn ihr mehr machen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich unterstützen durch eure Kanalmitgliedschaft. Und ich verabschiede mich jetzt zum Abspann.